Hey, hey, Mopetenverrückten und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht's mit dem Schwalbe Projekt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das Projekt nennen soll. Vielleicht habt ihr mal einen Vorschlag, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall Teil 2 dieses Schwalbe Projektes mit dem Ersatzrahmen, den ich euch letztens gezeigt habe. Hier steht ja der alte Rahmen und warum, wieso, weshalb ich den austausche, kann man ja im letzten Video sehen. Den einen oder anderen wird es ja aufgefallen sein, das Blechkleid, was auch da drauf war, ist auch gar nicht für eine 1er Schwalbe, sondern für eine 2er Schwalbe. Hier unschwer zu erkennen an den Löchern für die Heckleuchte. Das Blechkleid wird auch nicht wiederverwendet für dieses Projekt, sondern auf dem Rahmen werde ich dieses Blechkleid verbauen. Das wird entsprechend auch schön poliert und falls ihr davon noch ein Video haben wollt, wie ich den Originallack da aufbereite, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich meine, ich habe schon mal so ein Video gemacht, wo ich das Original-Lackset mal fertig gemacht habe, aber schreibt es wie gesagt unten in die Kommentare, dann mache ich da vielleicht auch noch ein Video zu, wie ich den Originallack aufbearbeite. Ja, und dann ist es ja so, kennt ihr das? Man macht eine Inventur, sorgfältig, bestellt man sich alle Teile, aber irgendwas fehlt immer, ne? Bei mir war es der Fall, es hat nichts gefehlt eigentlich, aber die alten Teile waren entsprechend nicht in dem Zustand, wie ich erhofft hatte, beim näheren Ansehen. Ja, und deswegen habe ich mir zum Beispiel auch ein neues Schutzblech für den unteren Tank geholt, ne? Und das schon fertig grundiert. Wird natürlich entsprechend schwarz lackiert, damit es zum Rahmen auch passt. Falls man das nämlich nicht im ersten Video gesehen hat, das Schutzblech hinten zum Beispiel ist komplett verbogen. Kann man da vielleicht mal was sehen hier? Ja, da sieht man es ein bisschen besser. Das ist komplett verzogen und krumm und schief und sowieso ziemlich verrostet. Deswegen dachte ich mir, gönne ich mal einfach mal ein neues, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. Der Hauptständer ist halt so ein bisschen abgeschrubbelt. Da ist das Aluminium auch ganz schön oxidiert. Auf der anderen Seite sieht man nicht schlecht, ist aber auch noch ein Riss. Also hätte ich schweißen müssen und ja, wenn man schon einmal dabei ist. Und ich meine, die Teile von MZA, die Originalteile, kann man nicht mehr meckern, ne? Die sind halt einfach gut. Von daher einmal neu und weiter geht's. Dann habe ich mir auch noch einen neuen Fußbremshebel geholt. Auch fertig grundiert mit Gummibuchse und den Anschlagpuffer drauf. Ja. Und dann werde ich auch noch den Schwingträger lackieren. Einen neuen Lenker habe ich mir bestellt. Die Querschiene, ne, fürs Knieblech. Und diesen Tank noch instand setzen. Der ist auch schon entrostet und fertig gemacht. Der muss noch ein bisschen schick gemacht werden. Und dann habe ich mir noch einen neuen Hauptständer plus Anbauteile geholt. Der vordere Schwingträger wird auch nicht nur schwarz lackiert, sondern ich werde höchstwahrscheinlich auch hier die Maßnahme machen, die ich schon mal gemacht habe an meiner Motorradschwalbe, indem ich das Rohr hier einfach abkürze und den Lenker genauso, damit das alles ein bisschen tiefer kommt, ne? Man kennt's. Weil der Abstand, der original da herrscht, ist mir ein bisschen viel, ne? Wenn man sich das hier mal anguckt, vergleichsweise, ist das doch ein bisschen stimmiger, ne? Wenn es ein bisschen runterkommt. Also ist Geschmackssache natürlich, aber ich finde es nicht schlecht. Da werden einige von euch jetzt natürlich aufschreien, nein, das kannst du doch nicht machen mit dem schönen Neuteilen, aber die sind wieder im Zulauf, diese Schwingträger. Von daher werden die auch gar nicht mal so selten sein und da kann man das schon machen. Ich weiß, ist in Deutschland wahrscheinlich nicht so erlaubt, wegen Betriebserlaubnis und so. Hier in Schweden, aber egal. Ja, deswegen ein bisschen Custom muss schon sein. Falls ihr das sehen wollt, wie ich das gemacht habe, könnt ihr das Video von der Motorradschwalbe hier oben sehen und unten in der Videobeschreibung. Als kleines Gratisgeschenk habe ich mir hier so eine Unterlage für das Versicherungskennzeichen geholt, obwohl ich ja hier keins brauche, ne, in Schweden. Kennt ihr ja. Aber ich dachte, als Gimmick kann ich das vielleicht an meiner Albatros verschrauben. Mal gucken. Ja, und ihr kennt mich. Links zu den ganzen Anbauteilen oder Ersatzteilen, die ich hier noch bestellt habe, gibt es alles unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch auch davon was holen möchtet oder es genauso machen möchtet. Aber wie gesagt, das Grundierte hier, oder ja, ist ja halt nur eine Grundierung, passt ja halt schlecht zu dem Schwarzen. Aber ihr kennt es, YouTube-Trick, einmal und zack, so und so schnell kann es gehen. Schwarz, ne? Alles klar. Na dann würde ich sagen, fangen wir mal an, die Chose mal zusammenzubauen. Los geht's.
So, das soll es aber auch schon gewesen sein mit dem Video, sonst sprengen wir hier noch den Rahmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wortwitz des Tages übrigens, ne? Die Mopete steht erstmal auf eigenen Beinen. So soll es auch sein. Mensch, das hat sich auch wieder gereimt, ist ja unglaublich. Nee, aber Spaß beiseite. So montiert sich jetzt der Rest richtig gut und ich bin zufrieden. Was sagt ihr dazu? Schreibt es unten in die Kommentare. Und wie immer, alle Ersatzteile, die ich heute gezeigt habe, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch auch da was von holen wollt oder es genauso machen wollt. Ne? Ja, und wie ich immer zu sagen pflege, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!